Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Das ist der dritte Teil von meiner Japan-Reise. Also wenn ihr die anderen Teile noch nicht geschaut habt, schaut auf jeden Fall Teil 1 und Teil 2 noch. Wir haben wirklich unfassbare Sachen gesehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und viel Spaß mit dem Video. Fuck your hoe, cause she like that. Yeah, bitch, fat ass pretty, I might wife that. Niggas swear they pimpin', Scotty sippin', get your wife back. So, wir sind jetzt in Asakusa, beim Asakusa-Schrein. Hier ist es ultra touristisch und vor allem sehr, sehr voll. Wir haben heute nämlich Samstag, heißt Leute haben frei und ja, ist halt ein Touri-Spot. Wird ultra voll, aber wir wollten diesen Tempel auf jeden Fall sehen. Der ist nämlich echt sehr cool trotzdem zu sehen. Wir gehen da jetzt hin, zeige euch jetzt alles. Wenn ich was Cooles sehe, dann filme ich das mal und zeige ich das. Aber ich muss jetzt nicht hier komplett einmal filmen, wie ich hier durchlaufe bei den ganzen Ständen hier. Aber ja, hier ist der erste Stück. Und jetzt kommen also ganz viele Stores, bevor der Tempel kommt. Yeah, shit. BBL, she playing. I might go settle in. I had it settle in. Make notes of my residence. Yeah, these packets on heavy sense. Yeah, I talked to the other me. Ran and suck up with my brother though. I know this bitch trying to cut us in. I got on my cutters. So, ich hoffe, man hört mich gut. Genau, hier links nebendran kann man sein Schicksal ziehen. Also man spendet sozusagen Geld, dann kriegt man so einen Zettel irgendwann. Und diesen Zettel, der hat entweder was Gutes oder was Schlechtes. Was Gutes behält man und was Schlechtes hängt man dann hier auf, um das Schlechte zu vertreiben. Deswegen mal schauen, was wir kriegen. Wie du sehen kannst, schüttelt man so an einer Kiste, wo ganz viele Stäbe drin sind. Dann dreht man die Kiste um und holt einen Stab raus. Und auf diesem Stab ist eine Nummer und jede Nummer hat ein eigenes Fach. In diesem Fach liegt dann ein Schicksal. Ich hatte in diesem Fall ein normales Schicksal, was recht positiv einfach war. Ob man daran jetzt glauben sollte oder nicht, ist jetzt jedem überlassen, aber an sich war es trotzdem eine lustige Experience. Und den Tempel auch generell mal von innen und außen zu sehen, war auch sehr, sehr schön. Ist natürlich ein super überlaufener Tempel. Nichtsdestotrotz würde ich es jedem mal empfehlen, dahin zu gehen, weil es schon sehr cool ist zu sehen. Und die Tempelanlage ist wirklich auch sehr gut erhalten und in einem super tollen Zustand. So, das war uns eindeutig zu voll. Deswegen sind wir jetzt weitergegangen. Aber es war sehr, sehr cool mal zu sehen. Hier oben ist übrigens der Skytree, wo wir schon waren. Wir sind jetzt in einem Sushi-Laden, heißt Kura, so eine Kette. Und wir bestellen jetzt Sushi. Ich bin kein Sushi-Esser. Wird sehr, sehr interessant. Wahrscheinlich wird mir einiges nicht schmecken. Aber dann haben wir es wenigstens probiert. So, wir starten mal Beginner-friendly. Omelette-Kreis, Schinken, Ananas-Reis. Also noch gar nichts mit Fisch. Aber wir gehen trotzdem rein. Ich muss sagen, dafür, dass ich nicht so gerne Seafood esse, ist es wirklich sehr, sehr lecker gewesen. Geschmacklich war alles sehr gut. Es hat super frisch geschmeckt und ist auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Vor allem, wenn man Sushi mag. Und generell, wie gesagt, gab es auch viele Alternativen zu regulärem Sushi. Ich hatte auch noch so eine Limonade, die kann ich aber nicht empfehlen. Aber sowas wie Dango oder so, auf jeden Fall mal probieren. Super lecker. Kann ich jedem sehr ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Generell, wenn man nicht so gerne Sushi mag, hat man hier echt super, super viel Auswahl. Man kann super viele Sachen so testen und vor allem so mal probieren, ob es einem schmeckt oder nicht so schmeckt. Man hat hier so seine Privatsphäre ein bisschen. Ja, genau. Und die ganzen frittierten Sachen, die sind eigentlich alle sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel Thunfisch gegessen und Shrimp. Und ich würde es jetzt nicht nochmal essen, weil ich einfach die Konsistenz nicht mag, aber geschmacklich war es echt gut. Kleine Stärkung. Wir sind dann noch zum Abendessen zu einer Pizzeria gegangen, und zwar Pizza PST in Minato. War wirklich eine hammergute Pizza und hat sogar einen Michelin-Stern. So, der letzte Tag heute in Tokio. Morgen geht's für uns nach Kyoto mit dem Schnellzug für ein paar Tage. Wir machen heute nochmal so ein paar Sachen, auf die wir Lust haben. Wir gehen jetzt erstmal uns noch eine Kleinigkeit bei so einer leckeren Bäckerei holen. The Little Bakery Tokyo heißt die. Da waren wir auch schon mal. Da haben wir jetzt richtig Bock drauf. Wir laufen jetzt noch an einem Donutladen vorbei, wo ich schon mal probieren wollte, aber ich habe die Befürchtung, dass es da wieder geisteskrank voll sein wird. Einem Donut heißt es. Aber mal schauen, wir laufen da gleich vorbei. Und wir wollten heute den großen Chrome Heart Store unterhalb Harajuku anschauen. Den kennen, glaube ich, auch viele von Social Media. Einfach mal, um gesehen zu haben. Und wir wollten auch noch mal den Gentle Monster. Heutiger Fit. Half of the hood still hit me crazy, half of the hood still vouching. Way over 100. So, wir sind hier in einem Store, die heißt Yellow. Und da gibt es echt fancy Woman Heels. Muss man echt sagen. Vor allem die hier sind fresh. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Crazy. Den probierst du jetzt an. Wir haben was geholt. Der Store ist so schön designt. Sieht mega fresh aus. So, wir sind hier bei Gentle Monster. Verrückter Laden. Der Gentle Monster Store war wirklich richtig cool. Es gab so viele Brillenmodelle und der Laden war richtig cool eingerichtet. Und ich finde auch, die Preis-Leistung der Brillen ist wirklich Hammer. Also kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, neues LPU. Wir haben in Atmos die gekauft. Und die haben jetzt nur umgerechnet nur 96 € oder so gekostet. Das glaube ich
um einiges günstiger, als wenn man die in Deutschland kauft. That's my man. Flip my wrist with all type of bands. I've been blossoming all type of strands. Can you get your Nicky wrist on flood as I can? Unser nächstes Hotel hier in Kyoto. Sehr, sehr stylisch. So, schick gemacht fürs Abendessen. Gleich gibt's lecker Essen. Überraschung von meiner Freundin. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Let's go. So, Essen war geistesgestört. Bestes Geburtstagsessen überhaupt. War mega geil. War wirklich einer der besten Restaurants, die wir im ganzen Trip waren. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Wir sind jetzt in Kyoto unterwegs. Leider haben wir die nächsten Tage nur Regen. Dementsprechend probieren wir das Beste draus zu machen. So sieht der ganze Spaß hier aus. Wir laufen jetzt erstmal Richtung Nishiki Market. Da habe ich einige Sachen gespeichert, die wir uns angucken wollen. Unter anderem auch Food. Also viel Essen hier, viel Sightseeing. Schauen wir mal, wie das läuft. Nächster Stop, Nishiki Market. So. Dann gibt es wirklich alle möglichen Stände. Und das war jetzt einfach nur der Anfang. Being violent with me, you make me violent. Wir sind jetzt im ersten Restaurant. Wir haben jetzt einfach mal hier was im Nishiki Market genommen. Das sind, glaube ich, hauptsächlich Yakisoba und Udon-Nudeln gibt es hier hauptsächlich. So, ich habe mir Yakisoba bestellt. Wir waren gerade Mittagessen, war ganz lecker. Aber wir sind beide echt platt heute. Und draußen regnet es total. Ein Honey Shop. Aha. Supermarkt. Hier gibt es wieder wahrscheinlich allen möglichen Fisch. Im Ganzen sogar. Ah, guck mal, ein Erdbeerladen. Mit Schoko. Kleine Baby-Oktopussy. Ja, man sieht hier echt super wenig Gemüse und Obst. Also sieht man schon, aber sehr vereinzelt und richtig teuer. Meistens gibt es immer nur Nudeln und Fleisch. Guck mal, das Wagyu sieht richtig gut aus da hinten, das A5. Boah, das sah richtig gut aus. Zurück im Regen. So eine Kacke. Das nervt ganz schön, sag ich ehrlich. Es regnet auch echt dolle. Jesus fucking Christ, Mann. Naja, was soll man machen? Oh ja, das ist cool. Das ist sehr cool. Kurze TikTok-Location gefunden. Fresh aus. Guck mal, hier der Bach. Ja, aber hier machen wir ein Video. Kurz für mich und ein paar Fotos, auch wenn es regnet. Oh, hast du ausgerutscht? Hier ist Le Labu Café. Fazit vom Matcha. Guter Matcha und der Store ist richtig schön. Also allein für den Store mal hinzugehen, lohnt sich sehr. Aber muss man Matcha mögen. Ich bin zum Beispiel kein Matcha-Fan, deswegen trinke ich keinen. Nächster Spot. Wir haben hier einen Donutladen. So sieht der Spaß hier aus. Und da kann man lecker Donut mit Eis essen. Die haben Cinnamon Sugar. Erster Tempel, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Deutlich weniger los als in Tokio auf jeden Fall, was echt ein bisschen ein Blessing ist, muss man ehrlich sagen, weil es an diesen Tempelecken meistens so voll war in Tokio, dass man das nicht so richtig genießen konnte. Aber vielleicht liegt es auch am schlechten Wetter, dass hier nicht so viel los ist. Sind wir in diesen altjapanischen, also zumindest angehauchten Straßen. Ob die wirklich so alt sind, weiß ich gar nicht. Aber hier sieht es sehr, sehr altjapanisch aus. Was ziemlich cool ist. Nachdem wir ein bisschen durch die Straßen gegangen sind, sind wir dann in einen Store gegangen, wo man sich Ringe selber machen lassen kann. Dabei kann man aussuchen, ob man sie machen lässt oder selber macht. Aber dadurch, dass wir nicht so viel Zeit hatten, haben wir die Ringe machen lassen. Trotzdem super cool zu sehen und wirklich sehr coole Experience und auch sehr preiswert. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Hier haben wir jetzt unsere Ringe machen lassen. Kann man sehr viel customizen. Einmal meiner und Madames. Sehr schön. So, nächster Stop ist hier. Auch bei Regen. Kommt sehr, sehr krass. Ist etwas voll hier, aber schön.
So, jetzt noch zum Abendessen schnell. Wir haben uns gerade etwas länger fertig gemacht, war nochmal unser Hotel gechillt und jetzt geht's zu einem Barbecue-Restaurant, wo man sein Fleisch selber anbrät. Wir freuen uns beide sehr drauf. Das ist der vorletzte Tag, morgen ist der letzte volle Tag und dann übermorgen geht's schon wieder heim nach Deutschland. So, wir waren jetzt noch bei Family Mart kaufen, aber es pisst schon wieder so geistesgestört. Deswegen holen wir uns jetzt noch einen Uber. So, heute ist der letzte Tag. Wir wollten eigentlich jetzt mit Kimonos Bilder machen, aber es regnet gerade viel zu sehr, deswegen sind wir in die Nähe gefahren. Gehen jetzt hier lecker essen, Fleisch zum Anbraten sozusagen, paniertes. Und wenn wir hier fertig sind, dann gucken wir mal, wie das Wetter ist. Und heute Abend geht's schick essen. Fazit vom Essen war lecker, aber zu teuer. Ich weiß nicht, wie die anderen Gerichte sind, wenn man was günstigeres nimmt. Aber das, was wir gegessen haben, war dann für die Preis-Leistung und so, wie man da saß, jetzt etwas zu teuer. Wir haben jetzt Kimonos angezogen. Ich warte gerade noch und ich sitze hier schon mit meinem fertigen Kimono. Man kriegt extra so Socken, wo der Zeh gespalten ist. Also die Füße bzw. Schuhe sehen verrückt aus. Wir sind anschließend mit den Kimonos durch die alten japanischen Straßen da durchgelaufen und haben einige Bilder einfach von uns gemacht. Es war eine super lustige Experience. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, haben es geschafft. Jetzt wieder normaler Kutte unterwegs. Das war so anstrengend. Was haben wir eigentlich heute an? Oil. Camo Denim, die einzig wahre Camo Denim, die ihr braucht in eurem Kleiderschrank. Dann habe ich meine Dimme Boots an. Die sind wirklich perfekt fürs Regenwetter. Meine sind diese gummibeschichteten, also ultra praktisch. Dann habe ich ein Cold Wall T-Shirt, aber das ist gekürzt. Und ich habe noch einen Zip-Hoodie von Loma Lab. Ah, und ich habe noch einen Crazy Belt. Ja, der ist ja sehr nice. You can't be everything to everybody. I wanna be your lover, your best friend, your Batman, Spider-Man. Fight to pilot, shooting out your rivals and I wanna damn near kill you to be the one. So, wir haben uns jetzt Karikatur zeichnen lassen. Ist richtig gut geworden. Ich blende mal ein Foto ein. Ich habe nämlich kein Video mehr gemacht, aber sehr, sehr gut getroffen. Hey, sorry, you know what I'm saying? I'm leaning back. Lean, sing. Y'all. Lean. Auf geht's zum Abendessen. Letztes Abendmahl. Wir haben uns für den letzten Abend wirklich was sehr Besonderes rausgesucht. Und zwar heißt der Laden Ito Dining. Ist ein Teppanyaki-Restaurant. Bedeutet, der Koch kocht vor einem. Wir haben uns Wagyu-Filet bestellt. Und ich muss sagen, es war wirklich einer der krassesten Experiences überhaupt. Wenn ihr Zeit habt und euer Budget es zulässt, geht auf jeden Fall hin. Wirklich mega. Essen war geistesgestört. So lecker. Wir haben uns gerade eine Tüte gekauft. Wir haben die Tüte gerade voll gemacht mit Sachen aus dem Convenience Store bei Family Mart. Und wir setzen uns jetzt hier hin, genießen noch mal ein bisschen die letzten Stunden, trinken was, essen was. Das ist crazy. Und das war meine vollständige Reise. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video machen zu allen Sachen, die ich geshoppt habe. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wie du das Video fandest. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!